Ja, meine Lieben, willkommen zurück hier. Heute gibt es ein zweites Navigations-App-Video. Ich benutze ja für die Straßennavigation Apple Maps oder Apple Karten und heute zeige ich euch warum. Insbesondere deswegen, weil die meisten von euch vielleicht sogar auch Google Maps benutzen, also jetzt plattformunabhängig, ob jetzt für Android oder für iOS. Ganz einfach aus Gewohnheit, weil man denkt, okay, Google, ja, aber man merkt schon, wenn man halt die beiden miteinander vergleicht, dass da doch einige Unterschiede sind, die dann auch so eine Entscheidung beeinflussen können. Heute gibt es einen Praxistest auf der Straße und ihr könnt euch selber ein Bild machen, welche der beiden Apps für euch besser aussieht. Gut, dann starten wir mal kurz mit einem Überblick über die notwendigen oder wichtigsten Funktionen. Also, wenn wir die Apple-Karten-App aufmachen, erscheint jetzt hier erstmal die Karte. Ne? Okay, also das ist jetzt schon mal zu sehen. Das nächste, was wir eben machen können, hier oben sieht man halt hier das Ausrichtungssymbol. Dann hier kann man umschalten zwischen 3D und 2D. Genau, dann haben wir hier das Kartensuchfenster. Das heißt, wir suchen jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, nehmen wir mal irgendeinen Standort oder sagen wir mal, ja, Westfalenpark. So, und dann sucht er hier euren Zielpunkt raus. Das ist jetzt der Westfalenpark in Dortmund. So. Und wenn man jetzt dahin navigieren will, ist es ganz simpel. Man geht dann da drauf auf den Park oder hat ihn hier unten. Man kann jetzt hier über diesen Button mit dem Auto drauf navigieren. Man hat jetzt hier verschiedene Informationen, Fotos, Bewertungen, Rezensionen, eine Verlinkung zu TripAdvisor, Öffnungszeiten, Telefon und so weiter. Man kann den hier als Favoriten sichern, um den später wiederzufinden, schneller und so weiter und so fort. Dann haben wir direkt hier Button, um anrufen zu können, wenn man das möchte. Dann hier direkte Webseite, Ticket buchen. Ja, oder man kann hier Reiseführer anlegen und so weiter und so fort. Offline-Karten kann man hier auch laden, unter dem Punkt Karten laden. So, das sind die wichtigsten Funktionen. Und natürlich hier oben über den Teilen-Button kann man jetzt, sage ich mal, auch hier diese Nachrichten dann teilen, wenn man möchte. Das ist dieses Menü, aber das Entscheidende ist eigentlich hier dieser Auto-Button, drückt man drauf und da würde er quasi jetzt hier 3 Routen grundsätzlich raussuchen. Man kann die jetzt hier hochschieben und man kann hier auswählen halt zwischen Fußgängernavigation, öffentlicher Nahverkehr, Straße, also hier mit Fahrradroute. Und was haben wir hier? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist, glaube ich, nur der Standort, der hier angezeigt wird. Wie gesagt, das Entscheidende ist oft hier dieses Autosymbol und man hat hier bei Apple Maps 3 Routen in der Regel zur Auswahl. Man hat hier unten noch verschiedene Hinweise, zum Beispiel, ob da Umweltzonen drin sind. Wenn man da drauf geht, gibt es da nochmal Informationen zu dem Thema. Aber was man eigentlich am häufigsten verwendet, ist diese Geschichte mit Autobahn vermeiden, Mautstraßen vermeiden. Das kann man hier auswählen, wie man möchte, auf Anwenden klicken und dann geht's los. Und dann kann man im Prinzip hier die App oder die Navigation schon starten. Das ist eigentlich alles. Man hat hier nochmal eine Nähesuche, also eine Umkreissuche, was hier so in der Nähe ist, je nachdem, wo ihr gerade seid. Dann findet man hier die zuletzt gewählten Ziele. Die hat er nach wie vor hier in der Liste. Ja, viel mehr kann man jetzt hier eigentlich auch nicht machen. Und das reicht im Prinzip völlig aus, um hier dann zu navigieren. Ja, dann gehen wir doch mal auf Google Maps. Also Google Maps. Ja, das sieht so aus. Man sieht schon, dass die Grafik etwas simpler ist. Etwas blassere Farben, das ist auf jeden Fall schon mal der Fall. Man hat hier oben zu Hause, wo man sein Heim irgendwie eingeben kann, direkt Restaurants, Lebensmittel, Tankstellen.
Ne, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Apple diese Sachen in der Nähe suchen, ne, Kaffee trinken und so weiter. Was haben wir hier noch? Ja, hier gibt es natürlich eine ganze Menge, was man hier suchen kann. Ne, da hat man definitiv schon eine etwas größere Auswahl als das, was bei Apple-Karten zur Verfügung steht. Die Frage ist halt nur, ob man das wirklich braucht. Ne? Was haben wir hier noch? Ja, wir haben hier, ist das hier? Ach so, genau, hier hat man die Übersicht bei diesem kleinen Pfeil, wo man zuletzt war. Was haben wir hier? Route. Ja, da kann man hingucken. Häufige Fahrten, gespeicherte Favoritenlisten. Dann beitragen. Ja, hier kann man, glaube ich, eigene Wegpunkte anlegen, beziehungsweise eigene Point of Interest anlegen, Fotos hinzufügen und so weiter. Ja, es gibt Leute, die nutzen die Funktion. Also ich benutze sowas eigentlich gar nicht. Da habe ich eigentlich wenig Zeit und Muße für. Ja, man sieht schon, hier sind schon ein paar mehr Funktionen vorhanden. Chat-Einstellungen, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist hier. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt die Westfalenhallen suchen würden, oder Westfalenpark, ne, hier hätten wir eine. So, dann sucht er mir das jetzt raus. Und auch in Google Maps gibt es dann natürlich hier Informationen, ne, zu dem Ort, wo wir hier gleich hinfahren wollen. Ne, verschiedene Fotos, Tickets und so weiter. Das ist eigentlich das gleiche wie bei Apple Maps. Kein großer Unterschied. Rezession und so weiter. Also die Grundfunktionen sind die gleichen. Ne? Einen Teilen-Button gibt es hier auch. Sieht etwas anders aus als bei den Apple-Karten. Das ist hier noch ein bisschen mehr verschachtelt. Bei Apple werden direkt schon die Kontakte angezeigt. Ja, aber im Prinzip war es das. Und man könnte jetzt hier dann losnavigieren. Ne? Das ist jetzt die grundlegende Einstellmöglichkeit. Wir machen das mal kurz. Wir nehmen mal hier Westfalenpark und gehen auf Route. So, jetzt zeigt er hier die Route an. Mal gucken, was zeigt er uns hier an? Hier steht Autobahn und Mautstraßen zu vermeiden. Ne? Also hier kann man quasi diese Sachen machen. Ja. Motortyp Benziner, also normalerweise braucht man das nicht. Also für mich ist das überflüssig. Entscheidend sind eigentlich die Punkte hier: Mautstraßen vermeiden, Autobahnen vermeiden. Das ist genau wie bei Apple. Ja, also im Prinzip haben wir hier die gleichen Funktionen, nur etwas anders. Ich muss mal gucken, hier sind noch ein Einstellbutton. Nee, das ist der gleiche. Also man hat hier schon etwas mehr Sachen, wo man drücken kann, die häufig aber auch ähnliche Funktionen haben. Oder ja, es ist natürlich schon etwas unübersichtlicher, das kann man insgesamt schon sagen. Wir gehen mal auf Starten, ne, und man sieht jetzt, hier wird jetzt die Karte angezeigt, ne, und hier unten schon die Richtung. Die grafische Darstellung ist etwas anders, ne, und ja, gut. Soweit die Unterschiede im Bedienkonzept. Ne, man bricht hier ab, ne, über das Kreuz. Das ist eigentlich genauso wie bei Apple auch. Ja, ne, man sieht hier nochmal den Unterschied. Ja, die Karten sehen natürlich hier schöner aus. Ne, gehen wir nochmal aus Westfalenpark. Ja, hier ist ein dunkles Design. Ist sicherlich auch etwas energiesparender. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man bei Google da auch irgendwie einen Dark Mode oder so einstellen kann. Wobei hier, ich habe ja bei dem Handy Dark Mode eingestellt. Normalerweise betrifft das alle Apps, die das unterstützen. Aber gut. Ja, soweit von der Bedienoberfläche. Und dann schauen wir uns gleich mal die Funktion in der Praxis an. So, dann starten wir jetzt mal hier mit unserem kleinen Praxistest und wir machen als erstes Apple-Karten auf und sehen jetzt hier schon einmal die Grafik und hinzu kommt dann Google Maps. Also auf den ersten Blick fällt hier natürlich schon mal auf, dass die Farben etwas unterschiedlicher sind. Die Apple-Straßenführung ist jetzt etwas heller, also weniger Kontrast. Und ja, in Google Maps sieht man schon, dass es etwas quietschiger ist, die Farbe. Ja, und was jetzt hier auch noch bei Google Maps auffällt, sind die relativ großen Straßenbezeichnungen und vor allen Dingen, was mich halt auch
häufig stört, ist dieser sehr große Navigationspfeil, der dann auch wichtige Informationen abdeckt. Man sieht hier auch zum Beispiel im Kreisverkehr, dass diese etwas feinere Linienführung bei Apple Maps etwas übersichtlicher ist. Es wird hier auch angezeigt, welche Ausfahrt zu nehmen ist. Bei Google Maps ist das halt etwas verdeckt durch verschiedene Elemente, also auch ziemlich große Symbole. Also das fällt auf jeden Fall auf. Und ja, bei Apple-Karten sieht man hier auch nochmal die dreidimensionale Darstellung der Gebäude ringsrum. Das funktioniert nicht immer, das kommt eben so ein bisschen darauf an, ob das im Kartenmaterial enthalten ist, aber in städtischen Umgebungen habt ihr durchaus diese Funktion und das ist eigentlich auch ganz schön anzusehen. Auf jeden Fall sieht das Ganze grafisch dann schon etwas besser aus. Ja, hier sind wir jetzt eine kleine Runde gedreht in Richtung Autobahn, um einfach mal den Kreisverkehr und die Zufahrt zur Autobahn anzugucken. Und wir wenden jetzt hier erstmal und fahren wieder zurück. Ja, wir sehen jetzt hier nochmal, was passiert, wenn ich zum Beispiel jetzt hier unten auf diesen kleinen Pfeil drücke, rechts. Da kann man die Route abbrechen, wenn man möchte. Man sieht die Ankunftszeit, die restlichen Minuten und die Entfernung in Kilometern, also alle wichtigen Informationen. Und in der oberen schwarzen Leiste sieht man halt die Entfernungsangaben. Da erscheinen dann zum Beispiel auch Abbiegehinweise, wenn man jetzt zum Beispiel im Kreisverkehr abbiegt. Ja, dann natürlich noch eine Kompassrose und darunter die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, hier sieht man ja zum Beispiel oben jetzt gerade, wie er die Autobahnrichtung anzeigt. Also wir müssen auf der linken Spur bleiben. Na, man sieht auch, es gibt insgesamt 3 Spuren. Einmal geradeaus, dann in der Mitte nochmal geradeaus und die rechte Spur ist eine Rechtsabbiegerspur, die dann in hellgrau hinterlegt ist. Und die Spur, auf die er bleiben soll, die ist jetzt in weiß hinterlegt. Also man kann hier schon ganz gut erkennen, wo man abbiegt und auch die grafische Streckenführung ist so, dass man gut erkennen kann, wo man abbiegen muss. So, dann sind wir jetzt schon mal auf der Autobahn, fahren jetzt auf die Auffahrt, auf die A1. Dementsprechend auch hier die Angaben auf der Karte. Und jetzt befinden wir uns direkt schon auf der Hauptspur. Und man kann jetzt hier auch ganz schön sehen auf der Karte, dass man hier wirklich minimale Informationen nur hat. Hier sind auch noch Straßennamen verzeichnet, allerdings nicht so viele wie bei Google Maps, das werdet ihr gleich sehen. Und man hat hier eine sehr schlanke Darstellung mit den wichtigsten Informationen und wenig Ablenkung insgesamt. Und das gefällt mir an dieser Darstellung ganz gut. Dann schalten wir mal auf Google Maps um. Und man sieht hier auf den ersten Blick natürlich die etwas quietschigeren Farben und natürlich diese A1-Anzeigen hier in diesem Blau. Eigentlich völlig unsinnig, finde ich, hier so gefühlt auf dem Bildschirm alle 3 cm hier eine 1 abzubilden. Und was noch auffällt, sind natürlich die Straßennamen, die hier überall eingeblendet werden, in sehr, sehr großer Schrift. Okay, man kann die lesen, aber ich frage mich jetzt auch, was da diese ganzen Straßennamen, wenn ich jetzt hier auf der Autobahn bin, für einen Sinn machen. Für mich ist das jetzt nur Ablenkung, aber natürlich funktioniert das Ganze auch. Wir gehen mal wieder zurück und man sieht hier, man hat hier die A1, also die Nummer 1 hier in blau abgebildet, nur einmal in der Mitte, das reicht aus. Und man sieht jetzt auch schon oben in dem schwarzen Fenster, es sind jetzt noch 11 Kilometer und dann biegen wir ab auf die A46 Richtung Düsseldorf. Also so ist die Darstellung, Geschwindigkeitsbegrenzung aktuell 80 km/h und wir schalten wieder um zu Google Maps und sehen jetzt auch oben in diesem grünen Fenster die Angaben auf der A1 bleiben, 10 Kilometer A46. Das sieht alles grafisch etwas, sage ich mal, primitiver aus. Also mich erinnert diese Darstellung oder die Grafik so ein bisschen an so Kinderzeichnungen. So ein bisschen analog von Betriebssystemen heutzutage, also hauptsächlich Microsoft-Betriebssystemen, die blasse Farben verwenden oder so sehr simple Darstellung. Insgesamt sehen die Schriften nicht wirklich schön aus. Ja, sie funktionieren, aber ist jetzt nicht gerade ein grafischer Leckerbissen. Da ist jetzt hier die Apple-Kartendarstellung schon um einiges besser, auch wenn das natürlich noch, ich sag mal, auch noch schöner ginge, aber
ja, in Anbetracht dessen, was hier Google Maps an Grafik bietet, ist das schon nochmal ein Unterschied. Und man sieht es im direkten Vergleich nochmal. Oben nochmal die Abbiegehinweise der Autobahn. Also man sieht hier auch die grafische Darstellung von 3 Pfeilen, die grau hinterlegt geradeaus gehen und ein Abbiegerpfeil rechts. Aber insgesamt alles kleiner und nicht ganz so gut erkennbar. Hier sieht man den analog bei den Apple-Karten den Rechtsabbiegerpfeil oben in dem schwarzen Feld deutlich prominenter und dann einfach besser abzulesen. Hier nochmal der direkte Vergleich. Etwas kleiner dargestellt, aber ja, im Prinzip kann man auch die gleichen Daten hier ablesen. Und hier sieht man natürlich auch nochmal Wuppertal Nordkreuz, also die sehr großen Einblendungen, umrandeten Hinweise. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, was die 92 da bedeutet, wofür man das macht. Und hier bewegen wir uns jetzt von der Autobahn runter. Das ist auch häufig sehr wichtig, dass man wirklich da gute Hinweise hat, in welche Spur man sich einfädelt. Hier sieht man bei den Apple-Karten, dass wir einen kleinen Rechtsknick da drin haben auf die Abbiegerspur und erkennen hier relativ gut, wo wir jetzt weiterfahren müssen. Wobei das jetzt hier in der Situation natürlich kein Hexenwerk ist, da wir jetzt hier keine sehr komplizierten Autobahnkreuze haben. Da ist es nochmal viel wichtiger. Man sieht auch wiederum oben die beiden weißen Rechtsabbiegerpfeilen. Man sieht da deutlich, dass wir 2 Rechtsabbiegerspuren haben. Das bedeutet also, wir können uns entweder ganz rechts oder in der Mitte einordnen, um jetzt hier auf die A46 abzubiegen Richtung Düsseldorf. Hier nochmal die Darstellung in Google Maps. Man sieht hier auch immer wieder beim Abbiegen in Google Maps diesen weißen langen Pfeil. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich finde, das lenkt eher nur ab. Es würde eigentlich ausreichen, hier eine blaue Linie zu haben. Und was hier auch nochmal auffällt, die Autobahn ist jetzt blau und wir haben aber trotzdem noch einige andere, ich sag mal, blaue Elemente, die so ein bisschen ablenken. Das ist jetzt hier noch relativ gut erkennbar, aber es gibt durchaus Situationen, wo die Farben nicht so gut voneinander zu unterscheiden sind. Auch hier wieder die 46, die werden sehr häufig eingeblendet. Aber es erfüllt natürlich auch hier seinen Zweck. Man sieht jetzt hier oben, in 1,1 Kilometer müssen wir abbiegen. Und danach geht es wieder rechts ab. Also man sieht hier bei Google Maps oben auch eine weitere Streckenführung. Wir fahren jetzt hier Wuppertal Oberbarm raus und hier nochmal die gleiche Darstellung bei Apple-Karten. Wir befinden uns auf der A46 und wir biegen jetzt in 6,4 Kilometern ab Richtung Wuppertal-Barmen. Alles hier nur sehr schlank. Man sieht hier auf der Karte nur die Tankstellen angezeigt. Und hier nochmal die Autobahnabfahrt in Google Maps. Wieder den weißen Pfeil in der Mitte von der Karte. Hier sind auch nochmal Hinweise, gleich schnell. Ich weiß nicht, was mir das jetzt sagen soll. Gleich schnell heißt das, die Autos da geradeaus fahren genauso schnell wie ich in der Abbiegerspur. Also das sind alles so, hier langsamer, gleich schnell. Diese Informationen brauche ich nicht wirklich und lenken mich von meiner Route ab. Man sieht hier auch nochmal, durch diesen sehr dicken Abbiegepfeil oder den sehr dicken Navigationspfeil wird jetzt hier teilweise auch so ein bisschen die Kartenansicht eingeschränkt. Direkten Vergleich hat man hier durchaus weniger Informationen auf den Apple-Karten und wird weniger schnell abgelenkt. Hier kann man auch nochmal schön die grafische Darstellung der 3D-Ansicht anschauen. Ja, und ist jetzt im direkten Vergleich schon ein deutlicher Unterschied. Also das sieht schon, finde ich, ziemlich kindlich aus. Ist natürlich auch eine Geschmackssache. Ich persönlich bin eigentlich ein Freund von Grafik und auch von Dingen, die schön sind. Also nicht nur gut funktionieren, sondern auch noch gut aussehen. Nicht jedem ist das so wichtig. Aber hier bei den Apple-Karten hat man beides. Und auch demzufolge keinen Stress. Auch hier oben sieht man wieder im schwarzen Feld Dahler Straße, 3,1 Kilometer, sehr klare Informationen. Gut ablesbar.
hoher Kontrast, ne? Schwarzer Hintergrund, ne? Weiße Angabe der Kilometer oben. Auf der Karte auch die eine oder andere Straßenangabe, aber so wie das aussieht, sind das wirklich hier nur Hauptstraßen, die hier angezeigt werden zum Teil. Also ich persönlich bräuchte gar keine Straßenangaben, zumindest nicht hier in so einer Darstellung. Aber dadurch, dass sich das hier bei den Karten in Grenzen hält, ist das relativ wenig störend. So, Zeit nochmal umzuschalten. Na, gut, da oben haben wir jetzt noch einen Hinweis, 4 Minuten langsamer. Das heißt, irgendeine andere Route da oben ist 4 Minuten langsamer. Also man könnte da rechts abbiegen, aber auch hier ist das so eine Information, die ich jetzt nicht wirklich brauche, weil ich da normalerweise keine Zeit habe, darüber nachzudenken, sondern verlasse mich da lieber auf die Routenberechnung am Anfang. Und meine Route ist natürlich geradeaus, aber man sieht ja auch, die Straßenangaben sind so groß, dass sie die ganze Straße hier abdecken. Also die Schriftart ist so groß hier, ich weiß gar nicht, wie diese Straße heißt. Man kann es trotzdem nicht vernünftig lesen. Mit dem Baustellensymbol jetzt hier noch, auch hier unten, die Straßennamen sind in sehr, sehr großer Schrift. Weiter oben sind die wieder kleiner. Also richtig schön ist das nicht. Auch hier sieht man nochmal die Ampeln, die hier angezeigt werden. Gut, das sind auch Informationen, da könnte ich jetzt persönlich auch drauf verzichten. Weil ich sag mal so, wenn eine Ampel kommt, dann merke ich das schon. Dann haben wir eine Abbiegesituation einmal nach links. Ziemlich klar erkennbar auf der Straße. Und da vorne geht es dann wieder links. Und bei Google sieht das jetzt so aus. Man kann das auch jetzt hier gut erkennen bei dem 90-Grad-Winkel. Wieder den weißen Zusatzpfeil. Und hier sich überlagernde Informationen auf der Straße. Solange man sich relativ schnell bewegt, ist das nicht ganz so tragisch, aber wenn man sehr langsam fährt und man sehr viele Abbiegungen hat, ist es durchaus so, dass dieser große blaue Navigationspfeil einige Informationen verdeckt. Man könnte natürlich jetzt hier mit der Hand, also mit 2 Fingern, das jedes Mal aufzoomen, aber das macht man normalerweise nicht und auf dem Motorrad ist es natürlich nicht so gut, während der Fahrt in der Karte rumzuzoomen. Da sollte eigentlich die Darstellung die meiste Zeit gut passen. So, dann probieren wir jetzt mal eine Point-of-Interest-Suche aus. Und zwar, wie das mit beiden funktioniert. Wir können hier in unser Suchfeld etwas eingeben, was wir suchen. Das funktioniert natürlich bei beiden Apps und wir suchen jetzt nach einem Campingplatz in der Nähe. Wir haben jetzt hier in Apple-Karten die Campingplätze aufgerufen. Und man sieht hier auf der Karte sind eine Menge Campingplätze zu sehen. Und ich suche mir jetzt mal einen aus, den ich kenne, wo ich schon mal war, der eigentlich sehr schön gelegen ist und nicht so weit ist. Weil ich habe jetzt vor, diese Strecke mit beiden Apps zu fahren. Und wir sehen dann, wie sich das Ganze grafisch darstellt. Hier kann man nochmal sehen, wenn man zum Beispiel einen Campingplatz sucht, hat man auch Informationen wie Fotos und so weiter, alle möglichen zusätzlichen Angaben. Man hat eine relativ klare Routenvorschlagsituation. Also Apple-Karten schlägt in der Regel 3 alternative Routen vor. Man kann hier verschiedene Sachen auswählen. Und wir fahren jetzt erstmal los und ihr könnt euch mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Wir sind jetzt hier am Biker-Treff, wie man hier sehen kann, an so einem Parkplatz. Und wir fahren jetzt hier los und überqueren eine Brücke, die Ruhr. Und vor uns liegen Serpentinen, wie man am Kartenbild erkennen kann. Hier gibt es natürlich jetzt auch keine Irritationen, weil hier gibt es auch keine Straßen, wo man abbiegen kann. Dann wechselt jetzt die Kartenansicht in eine etwas höhere Perspektive, also in eine Art Metaperspektive, was einen so ein bisschen Überblick verschaffen soll. Also ich finde, dieses Raus- und Reinzoomen müsste jetzt auch nicht unbedingt sein. Das kann schon sein, dass das so ein bisschen irritiert. Das hätte man auch einfach lassen können. Aber gut, so hat man zumindest mal einen Überblick über die Umgebung. Bei die nächsten 1,6 Kilometer haben wir hier keine Abbiegungen.
Und hier kommen wir zu der ersten Abbiegung. Hier geht es rechts ab. Hier ist wieder ein Ampelsymbol zu sehen. Jetzt schauen wir mal, wie das beim Abbiegen aussieht. In höherer Geschwindigkeit. Hier finde ich, man hätte ruhig etwas mehr reinzoomen können, wie jetzt. Ne, aber insgesamt sieht man schon ganz gut, wo man abbiegen muss. Jetzt gibt es hier einen leichten Rechtsknick. Und wir überqueren hier so eine kleine Straße. Und es geht weiter geradeaus. Diese kleinere Dorfstraße entlang. Und in der Ferne sieht man jetzt schon den Campingplatz angezeigt. Und oben die Abbiegehinweise, 450 Meter rechts abbiegen. Darunter ist nochmal ein Hinweis rechts abbiegen. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier doppelt ist. Ich finde, das hätte auch nicht sein müssen. Oder es soll einfach nur heißen, ich muss rechts abbiegen und dann wieder rechts abbiegen. Weiß ich nicht, aber diesen Abbiegehinweis bräuchte ich jetzt nicht. Mir reicht einer. Ja, das Auto müssen wir jetzt hier mal kurz überholen, weil der nervt. Ja, und dann sind wir jetzt auch gleich schon da. Hier noch einmal rechts abbiegen und dann erreichen wir unser Ziel, den Campingplatz. Klar, die eine oder andere Sache hätte man noch etwas anders machen können, aber es funktioniert ganz gut und wir sehen jetzt hier den direkten Vergleich zu Google Maps. Auch hier wieder ein Fenster mit sehr vielen Informationen. Wir gehen in die Suchleiste, suchen die Campingplätze. Der ist jetzt hier auch schon hinterlegt, weil ich den schon gesucht habe. Campingplätze in der Nähe. Da haben wir schon jetzt hier den richtigen Campingplatz rausgefunden. Man sieht das zumindest unten schon in den Vorschlägen, aber wir tippen natürlich jetzt hier einen Campingplatz, damit das irgendwie vergleichbar ist. Man scrollt jetzt hier durch. Ich bin jetzt so ein bisschen irritiert im Moment. Ja, habe den aber jetzt gefunden. Man sieht den Campingplatz jetzt hier auch angezeigt. Unten gibt es auch Fotoinformationen, aber auch hier die Grafik insgesamt deutlich simpler. Klar, die Fotoinformationen sind alle da und die wichtigen Daten findet man. Das ist bei beiden Apps, nur halt die grafische Darstellung ist schon etwas mau. Ne? Ganz klar, auch hier die Routendarstellung nicht schön. Hier hat man wieder das Auswahlfenster. Wir können hier die Autobahn vermeiden, wobei es hier sowieso keine Autobahn gibt. Man kann jetzt hier nochmal den Kraftstofftyp eingeben, aber auch eine unsinnige Geschichte brauche ich nicht. Ich weiß nicht, inwieweit der Kraftstofftyp die Route beeinflusst, vielleicht beim Elektroauto, aber ja, beim Verbrenner ist das auch, glaube ich, egal. Bei Tankstellen gibt es sowieso genug. Also hier haben wir jetzt 2 Routen zur Auswahl. Jetzt habe ich aber einfach hier auf das Falsche getippt, weiß gar nicht wieso. Also man sieht schon, auch durch diese etwas undurchsichtige Darstellung kann man da schon mal auch auf die falsche Taste drücken oder auch mal ja einfach mehr sinnlos rumtippen, ne? Weil einfach sehr viele Informationen auf diesem Kartenausschnitt zu sehen sind. So, dann wenden wir jetzt und jetzt geht es hier wieder Abmarsch über unsere Brücke. Ja, hier die grafische Darstellung unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von denen bei Apple-Karten, bis auf das natürlich die Farben wieder etwas anders sind. Und wieder die sehr großen Straßenangaben. Aber auch hier kann man die Route gut erkennen. Abbiegehinweise oben, Hohensiebourgstraße, 1,8 Kilometer. Dann wieder rechts abbiegen, also auch hier hat man einen Doppelhinweis, also rechts und wieder rechts. Das scheint jetzt bei beiden Apps so zu sein. Wie gesagt, ich brauche das nicht, mir reicht eine Angabe. Man kann hier auch nochmal unten in dem weißen Feld sehen, dass diese sehr mauen Schriftarten und auch, ich sag mal, die wenig kontrastreiche Darstellung der Schriften, dass die natürlich schwieriger zu erkennen sind als bei Apple-Karten, wo Fettschriftarten verwendet werden und auch die Kontrastwerte in diesem Bereich höher sind. Ne, auch hier die 1,2 Kilometer unten und die Ankunftszeit 13:53.
Das ist alles etwas schwieriger abzulesen. Man kann es ablesen, aber insgesamt etwas schlechter als bei den Apple-Karten. So, hier sieht man jetzt die Situation, die ich meinte. Wir müssen jetzt hier rechts abbiegen und sind ganz langsam. Man sieht hier, der dicke blaue Pfeil deckt einen großen Teil der Kreuzung hier ab. Und auch hier wieder dieser weiße Abbiegerpfeil, der irritiert. Warum lässt man die Linie nicht einfach blau? Na, hier dreht sich jetzt der Pfeil und jetzt ist es wieder okay, die Darstellung. Bei den Apple-Karten hat man auch so ein bisschen rauszoomen, was die Navigation etwas irritierender macht, aber hier stört einfach dieser riesige Pfeil. Aus der Entfernung nimmt man auch nicht wirklich die Pfeilspitze unbedingt wahr. Also wenn das Handy zum Beispiel jetzt hier auf dem Motorrad etwas weiter weg vom Auge ist oder auch am Auto, an der Windschutzscheibe oder wo auch immer, dann sieht man auf den ersten Blick nicht, dass da vorne noch eine Pfeilspitze ist. Ne? Also ihr hättet dann einfach nur einen weißen Balken und das irritiert eigentlich und lenkt er ab. Auch hier wieder geradeaus, weißer Pfeil. Warum macht man das? Es gibt hier sowieso nur diese eine Straße und man sieht ja die blaue Linie und man kann doch einfach der blauen Linie folgen. Da hätte man das Ganze etwas schlanker machen können. Und auch hier sind wir jetzt gleich auf dem Campingplatz. Ja, man sieht hier auch insgesamt nicht so schön die Darstellung. Weniger Details. Ja, man findet den Campingplatz natürlich. Das ist jetzt unbestritten. Ja, das war jetzt so ein kleiner Praxistest, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Einmal über eine längere Distanz, auch über die Autobahn und dann auch in Bezug auf eine Points of Interest Suche. Wir haben jetzt gerade hier einen kleinen Campingplatz gefunden und so vom Fazit her kann ich euch nur sagen, ich nutze quasi ausschließlich oder fast ausschließlich Apple-Karten, ganz einfach, weil die eben dieses ganz, ganz schlanke Design haben, was mich nicht ablenkt. Und ich habe es häufiger im Urlaub schon gehabt, dass ich auch Google Maps zwischendurch mal benutzt habe oder parallel. Wenn ich zum Beispiel meine Route irgendwie nicht verlassen wollte und dann nochmal eine Tankstelle gesucht habe und so weiter. Aber ich kann euch nur sagen, dass es mir häufig passiert ist, dass ich mich rumgeärgert habe. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil oftmals die Informationen auf der Karte dann einfach überlagert waren, dass ich manchmal falsch abgebogen bin und dass mich oft Sachen irritiert haben in der Streckenführung und nicht immer so sehr klar erkennbar war, wo ich jetzt abbiegen muss. Zumindest ist es einfach schwieriger als bei Apple-Karten. Und das Thema ist halt auf dem Motorrad ist die Reaktionszeit relativ kurz. Man ist in der Regel zügiger unterwegs. Man hat viele mehr Sachen im Kopf zu tun, auch gerade im Urlaub. Und dann ist es eben so, dass man halt innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit Informationen erfassen muss. Und das gelingt mir bei Apple-Karten besser. Und die App ist halt sehr, sehr zuverlässig. Also auch in Bezug auf die Zuverlässigkeit ist das einfach sehr, sehr gut. Und die notwendigen Informationen bekommt man auch dort. Was natürlich sein kann, dass Google Maps noch andere Funktionen bietet. Vielleicht dann mit Routenplanung, was dann noch ein bisschen einfacher ist. Das ist bei Apple Maps jetzt nicht so sehr ausgebaut, aber ich benutze die App nicht für eine Routenplanung. Das mache ich nicht, ist einfach nicht nötig. Also wenn ich Routen plane, mache ich das auf eine andere Art und Weise. Und im Prinzip plane ich auch keine Straßenroutentouren, weil ich da eher so ein bisschen der spontane Typ bin. Benutze aber auch die App tatsächlich auch sehr viel im Alltag, wenn ich auf Arbeit bin. Ich muss da relativ viel rumfahren, Dienstfahrten machen, relativ häufig. Und ja, brauche eine App, die sehr, sehr schnell funktioniert, ohne Stress und die mich sicher ans Ziel bringt. Und das ist wirklich der Fall. Ich benutze Apple-Karten jetzt eigentlich seit 2007. Mit dem Erscheinen des ersten iPhones. Habe auch ganz, ganz viele Apps zwischendurch ausprobiert, normale Straßennavigations-Apps und es gab nur eine einzige App, die besser ist aus meiner Sicht für die Straße. Das war die Navigon-App damals für Handys, also auch für iOS oder für Android. Die hat Garmin leider eingestellt. Ne? Also Navigon wurde ja irgendwie übernommen von Garmin, glaube ich, vor ziemlich vielen Jahren. Und was mich sehr, sehr geärgert hat, ist, dass die Firma Garmin ihre ganze App-Entwicklung für Mobiltelefone komplett eingestellt hat, um ihre
ja, Hardware zu verkaufen. Und das hat mich richtig doll geärgert, weil ich war mit dieser Navigations-App von Navigon wahnsinnig zufrieden. Die Grafik war toll. Ja, das Einzige, ich hatte halt eben kein Live-Traffic, ne? Aber das hätte ich auch noch dazu buchen können. Aber ich hatte mir damals, als die rausgekommen ist, hier so ein Westeuropa-Paket gekauft für ungefähr 90 Euro. Okay, das war eine Menge Geld, aber dafür habe ich, glaube ich, für 7, 8 Jahre lang diese App benutzt und hat super funktioniert. Aber irgendwann dann mit dem Wechsel auf irgendwie ein neueres Telefon, irgendwann nach Jahren konnte ich die App nicht mehr benutzen. Und auch zuvor hatte Garmin schon lange Zeit keine Map-Updates mehr geliefert, was schon ärgerlich ist. Und ja, wir jetzt die Situation seit Jahren haben, dass Garmin ja nahezu als ja, Marktführer auf diesem Markt ihre Geräte verkaufen möchte und die kommen bis dato immer noch nicht ran an die Qualität und an die Haptik und Funktion dieser Navigon-App. Ich habe sehr viele andere Alternativen ausprobiert, von TomTom und so weiter, aber auch da hat mich die Grafik und das Gesamtpaket nicht überzeugt. Und das hat eben dazu geführt, dass ich halt für die Alltagsnavigation und für die Straßennavigation eigentlich ausschließlich Apple-Karten benutze. Es gibt noch andere Apps, die gar nicht so schlecht sind, zum Beispiel Scenic, Synergic oder wie die heißt. Die haben interessante Funktionen, aber haben alle irgendwo Mängel und sind nicht so zuverlässig. Und das ist einfach das Problem. Also man braucht im Alltag eine sehr zuverlässige App, die immer funktioniert und die euch keine zusätzlichen Kopfschmerzen bereitet. Und deswegen bin ich irgendwann wieder auch zurück zu den Apple-Karten gegangen und ja, habe bisher auch noch nichts Besseres gefunden. Ich habe auch Kalimoto getestet vor längerer Zeit, habe mich damit aber sehr rumgeärgert. Also für die schnelle Alltagsnavigation ist Kalimoto nicht geeignet, auch wenn die App meines Erachtens sehr tolle Ansätze hat. Die Menüführung ist toll oder Routenplanung ist sehr schön umgesetzt. Aber was nützt euch das, wenn die euch immer irgendwo hinlotst, was häufig auch unsinnig ist. Also ich habe da erlebt, dass sie dann euch um 90-Grad-Winkel schickt durch Wohngebiete mit 30er-Zonen, einfach weil sie diesem Algorithmus folgt, einfach irgendwelche Kurven zu suchen. Das ist vielleicht okay, wenn man jetzt genug Zeit hat und im Urlaub ist oder irgendwie auch Spaß die Gegend erkunden möchte, ja, aber für die schnelle Navigation, wenn ich an einen Zielpunkt kommen möchte, möglichst zügig, ist die meines Erachtens nicht gut geeignet aufgrund dieses Algorithmus. Also da muss noch viel Entwicklungsarbeit reingesteckt werden. Ich weiß nicht, wann die App so weit ist, dass man die auch im Alltag wirklich gut nutzen kann. Gut, es gibt natürlich aber auch bei den Apple-Karten Sachen, die ich so ein bisschen kritisiere. Das Einzige, was mich da wirklich so manchmal ein bisschen nervt, ist, wenn ich halt irgendwie ein Ziel angefahren habe und gebe dann ein neues Ziel ein, dann poppt, glaube ich, 1 oder 2 Mal dann noch das alte Ziel auf und fängt dann direkt an mit der Navigation. Und ich muss dann immer auf X abbrechen klicken, damit ich für die neue eingeben kann. Also das könnten so etwas verbessern. Ne? Also, dass man da nicht immer wieder diesen automatisches Reinspringen hat in die alte Wegführung, dass einfach die Zieleingabe dann noch schneller funktionieren kann. Ich meine, gut, das Gleiche habt ihr bei Google Maps auch, da ist kein großer Unterschied. Ansonsten, was ich für beide Apps mir wünschen würde, und das weiß ich nicht, ob ihr das Problem auch habt, ich fände es gut, wenn man auch Autobahnen verbieten könnte. Also in beiden Apps gibt es nur die Möglichkeit, Autobahnen zu vermeiden, was aber auch dazu führt, dass ihr zum Beispiel in Frankreich trotzdem auf irgendwelche Straßen geführt werdet, wo ihr nicht hin wollt. Ich meine Navigations-App damals, die Navigon, hatte die Funktion Autobahn verbieten. Und dann leitet euch die Navi-App auch auf keinen Fall auf die Autobahn, wenn ihr das nicht möchtet, weil manchmal habt ihr keine Lust drauf. Man kann auch jetzt nicht 1:1 einfach die Fahrradnavigation nutzen, also diese Funktionsmöglichkeiten, also Fußgängernavigation und auch Fahrradnavigation haben beide Apps, also auch die Apple-Karten und Google Maps. Nur es bringt euch auch nicht wahnsinnig viel, weil mit dem Motorrad dann auf Radwegen rumzufahren ist auch nicht toll. Ihr könnt dann klar einen Teil der Wege benutzen, aber die Fahrradnavigation wird euch dann auch über Radwege führen, wo ihr natürlich mit dem Motorrad nicht fahren dürft und mit dem Auto schon mal gar nicht. Also von daher nicht gut geeignet für Motorradfahrer. Und ja, ich würde mir schon wünschen, dass man da diese Autobahnnutzung komplett ausschließen kann. Das wäre mega gut.
würde die Sache noch etwas erleichtern. Ansonsten bin ich mit der App wirklich zufrieden. Die ist sehr zuverlässig, bietet das Nötigste. Die Point-of-Interest-Suche ist wirklich gut. Vielleicht ist die Google-Suche noch etwas umfangreicher, liegt aber einfach daran, dass die natürlich durch ihre Suchmaschine da vielleicht auch nochmal einen etwas größeren Radius haben. Aber Tankstellen, Supermärkte, Restaurants, Hotels, eigentlich alles, was ihr im Alltag braucht, findet ihr auch über die Apple-Karten. Kein Problem. Klar, der Nachteil ist natürlich wieder, das gilt auch so ein bisschen wie für die Offroad-App, die ich euch neulich vorgestellt habe, Mapout. Gibt es nur für iOS und auch die Apple-Karten gibt es natürlich nur für iOS-Geräte. Für mich ist das kein Problem, weil ich ein iOS-Gerät habe, aus gutem Grund, aber die Leute, die ein iPhone haben, können tatsächlich das mal ausprobieren, wenn ihr euch einfach aus Gewohnheit einfach Google Maps benutzt. Dann macht euch mal den Spaß und nutzt mal eine Weile Apple-Karten und dann werdet ihr schon merken, dass das etwas angenehmer ist, damit zu arbeiten. Und könnt mir gerne nochmal mitteilen, wenn das Experiment dann bei euch gelaufen ist, was ihr davon haltet. Und vielleicht gibt es ja noch andere Vor- und Nachteile der Apps, die ihr kennt aus dem persönlichen Alltag, die ihr mir mitteilen könnt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich benutze die App schon jahrelang und kann die ganz gut einschätzen. Ja, das ist so meine Meinung zu dem Thema. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis bald.